Hallo liebe Freunde von Delta 404, ich habe heute eine gute Nachricht. Der Ranger Raptor, den ihr hier im Hintergrund seht, ist jetzt komplett TÜV abgenommen. Das heißt, das ist das Maximale, was wir legal in Deutschland verbauen dürfen und auch verkaufen dürfen. Ihr könnt natürlich die Teile, wie sie hier auch verbaut sind, bei uns kaufen oder sogar komplette Ranger Raptors ab Werk. Wir haben hier noch 2 Ford-Autohäuser bei uns mit angeschlossen. Ihr könnt euch Angebote machen, wie ihr so dasteht. Kompletter Ranger Raptor mit Delta 4x4 Umbau, individuell, wie ihr das haben wollt. Ich zeige euch einfach das Auto jetzt mal, was wir alles verbaut haben. Und im Endeffekt ist hier alles verbaut, was wir im Programm haben. Wir fangen ganz traditionell an, wieder von vorne, und zwar mit dem Frontbügel. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Beim Frontbügel haben wir zwar ein Programm, auch für serienmäßige Ford Ranger Raptors, aber leider haben wir noch keine Homologation für den Frontbügel in Kombination mit unseren Höherlegungen. Da arbeiten wir dran. Mal sehen, ob das in den nächsten Wochen bzw. Monaten kommt. Also wie gesagt, wir bieten auch Frontbügel an mit Scheinwerfern, auch für den Ranger Raptor, aber noch nicht in Kombination mit den Höherlegungen. Darum gehen wir jetzt gleich weiter. Zu den Rädern, das ist natürlich immer das Herzstück unserer Umbauten. Das ist die Legacy Forged Schmiedefelge. Wir haben uns dazu entschlossen, den Mickey Thompson Bayer Boss zu verbauen. Den haben wir jetzt ganz neu aus Amerika importiert. Der Reifen ist jetzt hier in 35 Zoll auf einer 18 Zoll Felge. Das ist jetzt das Maximale, was wir auf den Ranger Raptor verbauen dürfen. Genau. Und was muss man machen, um den drunter zu bekommen? Eigentlich braucht man die 40 mm Höherlegung. Und zwar ist es ein Suspension Distance Kit. Mal schauen, ob man das hier sieht. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Und zwar sind es Aluminiumklötze, die auf das Original-Fahrwerk draufkommen. Man braucht das Fahrwerk, um den Reifen drunter zu bringen. Wenn man dann wirklich einen breiten Reifen drunter bringen will, wie es jetzt hier der Fall ist, der halt wirklich extrem breit ist, braucht man auf jeden Fall noch die Radabdeckungen. Ist dann im Endeffekt sechsteilig, also hier hinten. Das ist komplett von uns. Dann geht es hier weiter. Diese großen Backen auch von uns. Und hier an der Front haben wir dann noch hier noch dieses kleine Verbreiterungsteil, das auch noch dazu gehört. Das ist wie gesagt sechsteilig, das heißt, wenn hier mal an der Front irgendein Schaden ist, kann man das ganz einfach austauschen, man muss nicht die komplette Verbreiterung abbauen. Wer da wirklich ein richtiges Biest dastehen haben will, wie es jetzt hier der Fall ist, der ist nur noch auf das 100 mm Höherlegungs-Bodylift-Kit angewiesen, also stammt auch aus unserem Hause. Das ist auch mit TÜV-Teilegutachten, kann also eingetragen werden. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das ausschaut. Also in der Hinterachse sieht man es ganz gut. Und zwar ist es hier einfach dann so ein 100 mm Aluminiumblock, der zwischen Fahrwerk und Karosserie eingebaut wird. Das heißt, man könnte das auch verbauen, ohne dass halt das Fahrwerk auch nur im entferntesten angefasst wird. Also das Fox-Fahrwerk bleibt dann im Endeffekt komplett erhalten. Normal kommt hier noch diese Verkleidung hin, die machen wir erst nachher noch hin. Aber so hat man einen ganz guten Einblick auf jeden Fall. Gibt es die Montage, Anleitung von uns dazu. Alles ist mit dabei, alles wird mitgeliefert. Falls ihr technischen Support braucht, ruft uns gerne an. Aber würde ich empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall von einer Werkstatt machen lässt. Ranger Raptor, wie gesagt, falls ihr da Angebote braucht, falls ihr sagt, hey, come on, liefert uns einfach den kompletten Ranger Raptor, wie er da steht. Wir können euch da gerne weiterhelfen, wir schreiben euch Angebote, wir beraten euch gerne und der nächste Ranger Raptor kommt bestimmt. Stay tuned.